Herzlich willkommen in der umgebauten Scheune. Mein Name ist Patricia May, hier wohnt meine Mutter und ich möchte euch bitten, mich in meine Wohnung zu begleiten. Es gibt keine Klingel, es gibt keinen Flur, es gibt keine Schwellen, die man überwinden muss. Man kommt einfach herein und ist schon in meinem Herzstück der Wohnung. Da habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich habe vorher das Ganze hier bewohnt, das Haus hier drüben, das ganze Grundstück, das war ziemlich groß und habe vor einigen Jahren gemerkt, ich möchte mich verändern, ich möchte mich verkleinern und ich hatte den Wunsch, hier in dieser Scheune zu leben. Als ich eingezogen bin hier in die Scheune, da habe ich auch gemerkt, dieses Gefühl, in Holz zu wohnen, in Holz und in Glas, das ist so eine wunderschöne Energie. Die Scheune hier ist mindestens 150 Jahre alt, wenn nicht sogar noch mehr. Hier sieht man noch die alten Balken. Und da mit diesen Stühlen, das finde ich auch, also da freue ich mich jeden Tag. Die wollte ich schon vor 35 Jahren immer haben, wenn ich im Süden im Urlaub war. Die Restaurantstühle, auf denen man die schöne Zeit immer verbracht hat. Also ich hatte ja noch nie eine Einbauküche, weil ich mag diese wuchtigen Einbaumöbel nicht. Vor allem oben, wenn man dann hier so ein riesenwuchtiges Ding vorm Gesicht hat. Und dann hieß es, ja, wir bauen dir hier die Küche ein, auch aus Holz. Das haben auch die Zimmerleute gemacht und die Helfer. Und da habe ich gesagt, oh, das ist schön. Ganz offen, also nicht mal ein Vorhang. Bitte ganz schmal, ich brauche nicht so viel, was nicht reinpasst, brauche ich auch nicht. Und ich finde, das ist sehr schön geworden hier mit diesen luftigen, keine Bretter, sondern auch mit Leisten. Und mein Geschirr, also abgesehen von den Töpfen, ist alles, was da steht. Mein Büro hat jemand gefragt, wo hast denn du Büro? Das befindet sich im Moment hinter diesem grauen Tuch hier drüben im Regal unterm Geschirr. Und dann eben hier, was ich brauche für meine Kommunikation. Und das war es dann auch schon. Mein damaliger Freund und ich, wir waren spazieren und auf einem Acker lag eine völlig kaputte Tür, die muss schon seit Monaten der Wind und Wetter ausgesetzt gewesen sein. Und ich habe dann gesagt, oh, diese Türe, schade, dass die so kaputt ist. Die hätte ich so gern, die möchte ich bei mir daheim als Garderobe. Das ist eins meiner Lieblingsstücke. Und das ist ein Erinnerungsstück an meine Oma und meine Großtante. Da habe ich als Kind schon dran gesessen, an diesem Gartentisch. Jetzt möchte ich euch gerne noch den Technikraum zeigen. Ich habe ja keinen Keller, keine Gasheizung. Ich habe oben auf dem Dach Photovoltaik ohne Ziegel drunter. Und hier im Technikraum sieht man das gut. Also ich produziere Strom, warmes Wasser und auch die Heizung mit der Photovoltaikanlage. Das ist hier alles drin. Und dann nutzen wir das auch als Stauraum. Und das reicht uns. Die Heizung selbst, das sind Infrarotplatten. Hier drüben sieht man das gut.
Das ist eine größere Platte für den unteren Raum und oben ist dann noch eine. Und das ist unsere Heizung. Ja, hi Fred, komm rein. Du, ich brauche gerade einen Kaffee, magst du auch einen? Geht's. Fred ist mein Nachbar, mein Bauleiter, von Beruf Ingenieur und in dem Fall der Projektentwickler, der die Innovation hier gestaltet und mit mir zusammen gestaltet und mit mir zusammen hier gemacht hat. Ich hatte Lust, was Innovatives zu machen mit meinen Handwerkerfreunden und befreundeten Firmen. Also ich kenne kein vergleichbares Haus, in dem die Energie, die für den Betrieb des Hauses, also Heizung, Warmwasser und Strom, gebraucht wird, am Haus selbst produziert wird und die gesamte Energie, die notwendig ist, um das Haus, so wie es jetzt dasteht, zu bauen, inklusive aller Materialien, zu betreiben und wieder abzubauen in den Zustand, bevor es gebaut wurde. Ein wesentlicher Teil der Nachhaltigkeit ist auch die Regionalisierung von Bauprozessen. Wir haben Holz aus dem Schwarzwald. Wir haben innen die Weißtanne und außen Douglasie. Wir hatten Gesamtkosten von 375.000 €. Heruntergebrochen auf den Quadratmeter sind das 3.125 €. Das ist für die Bodenseeregion preiswert. Also das Leben draußen ist mir ja mindestens so wichtig wie innen drin. Kommt doch mal bitte mit auf die Terrasse hier. Das ist, nenne ich mal, die Morgenterrasse. Hier scheint die Morgensonne, auch im Winter kann man hier in der Sonne sitzen, sich wärmen und Kaffee trinken oder die Wäsche aufhängen dann im Frühling und im Sommer. Die trocknet sehr schnell. Und diese Ecke ist mir auch sehr wichtig. Da habe ich eine Zeit lang Steine gesammelt. Ich liebe Steine. Das ist auch ein bedeutendes Detail. Das ist meine Garage, allerdings nicht fürs Auto, sondern fürs Fahrrad. Damit fahre ich auch zur Arbeit. Ich arbeite nämlich nicht weit weg und brauche eigentlich auch kein Auto. Hier, wo wir vorhin auch schon mal reingekommen sind, das ist eigentlich der wichtigste Wohnplatz für mich. Das sind alles Anpflanzungen, wo ich darauf geachtet habe, dass es für die Insekten, für die Vögel, dass es da Futter gibt. Die ganze Flanke vom Grundstück seht ihr, dass ich da auch wieder Steine gesammelt hatte. Ich habe die gesammelt, wenn ich wandern war, am Acker, auf dem Acker, am Waldrand. Und immer wenn ich einen Stein gesehen habe, dann habe ich gesagt, oh, der sieht ja wieder ganz anders aus, den will ich haben. Auch wieder Steine, die noch erst mal hier liegen. Und das hier ist ursprünglich als Klohäuschen gedacht. Im Moment ist es ein Multifunktionshäuschen, auch Stauraum. Da passt jetzt der Rasenmäher rein und verschiedene Utensilien.
Also ich werde sehen, wie ich das noch nutze, aber Besuch ist immer willkommen. Also wenn jetzt meine Freundin kommt und will abends nicht nach Hause fahren, kann sie da drin schlafen. Also es ist wie so ein kleiner Bruder. Hat Fred gebaut, wurde mit dem Kran dann in einer Aktion hier rüber gebracht und hier platziert. Was man hier sehr schön sieht, ist die Außenfassade vom Haus. Die besteht ja, also die Wand besteht aus Holz. Dann kommt die rote Folie, das ist eine Schweizer Folie, die wetterfest ist, die Wind und Regen und Kälte ausgleicht. Wir haben die extra nicht verkleidet. Man könnte ja noch mal Holz drüber machen, aber ich finde das sehr schön mit dem roten Hintergrund und diese Holzleisten davor. Ich habe euch noch gar nicht meinen oberen Stock gezeigt. Das ist das Dachgeschoss von der Scheune. Das ist offen, finde ich auch sehr schön, dass hier kein Abschluss ist, dass es ineinander übergeht. Mit dem schönen Eisengeländer hier, das hat jemand gemacht, speziell für hier. Da sieht man die alten Holzbalken, das sind die Original-Scheunenbalken. Die wurden auch abgeschliffen, wieder schön hergerichtet. Und das ist mein Schlafzimmer. Hier ist mir auch wichtig der Blick in den Garten. Deswegen hat mein Bett so niedrige Füße. Und wenn ich dann hier im Bett liege, dann sehe ich in den Giebel von der Scheune. Das ist so eine schöne Stimmung, so friedlich. Und ich sehe auch hier in den Garten. Das ist auch ein altes Stück, der pfeift schon aus dem letzten Loch, aber den liebe ich über alles, vor allem die Farbe. Den schleppe ich schon lange von einem Umzug zum anderen. Da sind meine Kleider drin und dann brauchte ich eine Kleiderstange und da hat jemand gesagt, ach, ich habe in meiner Werkstatt das noch hier rum. Ich schweiß dir das, kannst du deine Kleider draufhängen. Und ich habe hier noch eine alte Kinderbank. Die habe ich mal meinem Sohn geschenkt, als er klein war und habe sie ihm dann wieder abgeluchst. Ich sitze auch gern auf so niedrigen Sachen und da ist eine sehr unordentliche Werkzeugkiste. Ich schmeiße da immer alles rein, aber wenigstens weiß ich, es ist da drin. Von Kleber über Hammer, Nägel und Zwingen, alles ist in dieser Bank. Das ist mein Badezimmer, Toilette, Dusche. Schimmelprobleme habe ich hier überhaupt nicht. Erstens ist das Material Holz schimmelfeindlich, also Holz gleicht das aus, die Feuchtigkeit. Dann habe ich hier ja auch das Fenster oder mal die Türe auf, so dass hier die Feuchtigkeit schnell immer wieder draußen ist. Besonders gefällt mir hier die grüne Duschwand, fast wie auf der Wiese draußen, wenn man da drinnen duscht. Und der offene Blick nach oben in den Giebel, denn das Dach besteht aus einer Glasplatte. Es hat was Heimeliges und es vermittelt mir das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Es ist mir ein wichtiger Platz hier. Und dann schaue ich hier und denke, boah, vor ein paar Jahren hätte ich mir nie geträumt, das ist ein Geschenk für mich, hier sein zu dürfen, dass das alles hier so wunderbar entstanden ist, dass sich quasi aus dem Alten hier was Neues entwickelt hat, neu gestaltet hat.
Ja, und alle meine Wünsche, die ich hier hatte für dieses Projekt, sind in Erfüllung gegangen. Das hier war mein Zuhause bei Roomtour. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, klickt hier oder abonniert den Kanal. Tschüss!